Wenn du über 60 bist, geht es bei der Kraft in den Beinen nicht mehr nur um Bequemlichkeit. Es geht um Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstvertrauen. Du läufst nicht mehr dem Bus hinterher. Du willst einfach sicher stehen. Du träumst nicht von Marathons. Du willst einfach nur ohne Mühe die Treppe hochgehen. Ohne Schmerzen, ohne Atemnot, ohne die Angst, dass die Beine versagen. Doch das Alter ist kein Urteil. Schwäche in den Beinen ist kein natürlicher Prozess. Manchmal ist es einfach ein Signal. Dem Körper fehlt Nährstoffversorgung. Nicht Nahrung, sondern genau das, was Muskeln, Gelenke, Nerven und den Blutfluss nährt. In diesem Video sprechen wir über 6 Vitamine, die dir helfen, deine Beinkraft auch nach dem 60. Lebensjahr zu erhalten. Sie unterstützen nicht nur die Muskulatur, sie verbessern die Durchblutung, lindern Entzündungen und stärken die Knochen. Ein einfacher täglicher Impuls, nur ein Esslöffel pro Tag, kann dein Wohlbefinden, deinen Gang und sogar deine Stimmung verändern. Und am Ende ein fast unsichtbares Vitamin, das die meisten übersehen. Doch genau dieses macht den Unterschied zwischen schweren Beinen und der Leichtigkeit, von der du dachtest, sie sei längst verloren. Das erste Vitamin, ohne das keine Beinkraft möglich ist Vitamin D. Es ist nicht einfach nur fürs Immunsystem. Es ist die Grundlage für Knochen, Muskeln und Koordination. Wenn es fehlt, beginnt der Körper buchstäblich nachzugeben. Die Muskeln verlieren an Spannung, die Knochen werden spröde, die Bewegungen unsicher. Eine Geschichte. Helmut, 69 Jahre. Sein Leben lang war er aktiv. Gartenarbeit, Spaziergänge, Radfahren. Doch eines Tages merkte er, die Beine wurden schwach. Das Aufstehen vom Sessel fiel ihm schwer. Treppen wurden zur Herausforderung. Und nachts Krämpfe. Der Arzt ließ seinen Vitamin-D-Spiegel überprüfen. Das Ergebnis? Kritisch niedrig. Nach 3 Monaten mit Nahrungsergänzungsmitteln spürte Helmut wieder Kraft in seinem Körper. Was man wissen sollte: Vitamin D hilft dem Körper, Calcium aufzunehmen. Ohne es bleiben die Knochen schwach. Es beeinflusst die Muskelfasern, besonders in den Beinen. Ein Mangel erhöht das Risiko von Stürzen und Brüchen erheblich. Wo bekommt man es? Sonnenlicht. Doch ab 60 produziert die Haut weniger davon. Fettiger Fisch, Lachs, Makrele, Eier, Butter. Und am einfachsten? Ein Löffel Lebertran pro Tag liefert alles, was du brauchst. Warum das funktioniert? Weil Vitamin D kein Wundermittel ist. Es ist das Fundament. Ohne es sind deine Beine wie ein Haus ohne Bodenplatte. Mit ihm fühlst du wieder festen Halt unter dir. Mit 70, mit 90, jederzeit. Manchmal steckt hinter schwachen Beinen nicht der Muskel, sondern der Nerv. Und genau hier spielt Vitamin B12 eine entscheidende Rolle. Wenn es fehlt, fühlt es sich so an. Die Beine wirken wie Watte. Die Schritte verlieren an Präzision. Ein Kribbeln taucht auf. Und manchmal sogar Taubheitsgefühle. Eine Geschichte. Maria, 72 Jahre alt. Sie dachte immer, das ist halt das Alter. Manchmal knickten ihre Beine ein. Manchmal spürte sie ihre Zehen kaum. Eines Tages stürzte sie im Supermarkt. Einfach, weil das Bein nicht gehorchte. Die Blutwerte zeigten einen massiven B12-Mangel. Nach einer Therapie mit Injektionen und später täglicher Einnahme von Nährhefe kehrte sie zu ihren morgendlichen Spaziergängen zurück. Ohne Angst, ohne Unsicherheit. Warum ist B12 so wichtig? Es schützt die Nervenbahnen. Es hilft, rote Blutkörperchen zu bilden, die den Muskeln Sauerstoff bringen. Ohne B12 bricht die Verbindung zwischen Gehirn und Körper langsam ab. Wo steckt Vitamin B12 drin? Rindfleisch, Leber, Fisch, Eier, Milchprodukte. Oder einfacher, ein Löffel Nährhefe am Tag. Reich an B12, gut verträglich und direkt spürbar in den Beinen. Die Essenz. Wenn du das Gefühl hast, deine Beine gehorchen nicht mehr, liegt es nicht immer an Schwäche. Manchmal ist es ein Signal. Und genau dafür gibt es eine Lösung. Vitamin C denkt jeder an das Immunsystem. Doch nur wenige wissen, es ist ein Schlüsselvitamin für Muskeln und Gelenke. Warum? Weil es für die Produktion von Kollagen verantwortlich ist. Und Kollagen ist das, was deine Bewegung trägt. Es hält Bänder stark, Sehnen elastisch und Gelenke geschmeidig. Eine Geschichte. Peter,
66 Jahre. Er klagte nie. Er hörte einfach auf, durch den Park zu gehen. Die Knie schmerzten. Die Muskeln brummten nach jeder kleinen Belastung. Er dachte, na ja, das ist eben das Alter. Sein Arzt empfahl, jeden Tag Vitamin C. Nach einem Monat kam ein neuer Tipp dazu. Acerola Kirschpulver. Noch einen Monat später und Peter ging wieder jeden Tag 40 Minuten spazieren. Mit einem Lächeln im Gesicht. Was tut Vitamin C? Es stärkt die Gelenke. Es lindert Entzündungen. Es unterstützt die Regeneration nach Bewegung. Wo findest du es? Orangen, Kiwis, Paprika oder ein Löffel Acerola-Pulver. In nur einem Löffel steckt mehr Vitamin C als in 5 Orangen. Warum funktioniert das? Weil Schmerzen nicht immer auf Krankheit hinweisen. Manchmal bedeuten sie, der Körper hatte keine Chance, sich zu erholen. Und Vitamin C ist wie ein stiller Baumeister. Er repariert in der Nacht die Brücken, damit du morgens sicher darüber gehen kannst. Viele glauben, Calcium ist das Wichtigste für starke Knochen. Aber Calcium allein reicht nicht. Ohne einen stillen Helfer landet es schnell an der falschen Stelle. Die Rede ist von Vitamin K2. Seine Aufgabe, Calcium gezielt in die Knochen zu leiten und es davon abzuhalten, sich in Gefäßen und Gelenken abzulagern. Denn wenn K2 fehlt, speichert der Körper Calcium nicht im Skelett, sondern in weichem Gewebe. In den Gelenken, in den Arterien, in den Bändern. Eine Geschichte. Helmut, 69 Jahre. Er nahm Calcium, wie vom Arzt empfohlen. Ein halbes Jahr später Schmerzen in den Knien. Bewegungen wurden eingeschränkt. Er dachte, ich tue doch alles richtig. Die Untersuchung zeigte zu viel Calcium, aber an den falschen Stellen. Ursache, ein Mangel an Vitamin K2. Er begann Ghee, also Butterreinfett, regelmäßig zu essen. Nach 2 Monaten war der Schmerz verschwunden und das Gehen fiel ihm wieder leicht. Wo findest du Vitamin K2? In Natto, fermentierten Sojabohnen, in Sauerkraut, in Hartkäse oder ganz einfach in einem Esslöffel Ghee pro Tag. Und warum das alles? Calcium ist der Baustoff, aber Vitamin K2 ist der Architekt. Ohne ihn wird selbst das Beste falsch verbaut und statt zu stärken, kann es blockieren. Du gehst schlafen. Plötzlich ein Krampf, hart, stechend, in der Wade. Und am Morgen fühlt es sich an, als hätte sich das Bein zu Stein verwandelt. Das kann ein Warnzeichen sein. Deine Muskeln bekommen nicht genug Magnesium. Dieser Mineralstoff ist entscheidend dafür, dass Muskeln sich entspannen können, Nervensignale richtig weiterleiten, Blut ungehindert durch die Gefäße fließt. Eine Geschichte. Gerda, 75 Jahre. Jede Nacht wurde sie von Krämpfen geweckt. Salben, Dehnübungen, nichts half. Dann wurde ein starker Magnesiummangel festgestellt. Sie änderte ihre Ernährung. Kürbiskerne, Mandeln, Vollkorngetreide. Nach 2 Wochen kein einziger nächtlicher Krampf mehr. Und nach einem Monat war sie zurück im Gymnastikkurs. Wie du deinen Magnesiumspiegel stabil hältst. Grünes Gemüse, Spinat, Brokkoli, Nüsse, vor allem Mandeln, Vollkornprodukte. Und besonders einen Esslöffel Kürbiskerne am Tag. Warum das so wichtig ist? Ohne Magnesium wirken Muskeln wie blockiert. Die Bewegungen fühlen sich steif an. Das Blut fließt schwer. Mit Magnesium kommt Leichtigkeit zurück, als ob der Körper wieder weich und fließend funktioniert. Ein einfacher Gedanke. Wenn deine Beine oft müde wirken, denk nicht sofort an Alter oder Abbau. Vielleicht fehlt deinem Körper einfach nur das richtige Benzin. Und das ist Magnesium. Manchmal gehst du los und plötzlich fühlen sich deine Beine schwach an, wie aus Watte. Oder sie frieren oder schwellen leicht an, wenn du lange gesessen hast. All das hat oft nicht mit Ermüdung zu tun, sondern mit gestörter Durchblutung. Und genau hier kommt Vitamin E ins Spiel. Es verdünnt das Blut, hält die Blutgefäße elastisch, verbessert die Versorgung des Gewebes mit Nährstoffen. Ohne Vitamin E wird das Blut dickflüssiger. Gefäße verlieren ihre Flexibilität und die Beine ermüden viel schneller. Eine Geschichte. Bernhard, 72 Jahre. Jeden Abend ein Gefühl der Schwere in den Beinen. Mehr Trinken, Gymnastik, half nicht wirklich, bis er begann, täglich einen Esslöffel Weizenkeimöl zu sich zu nehmen. Nach 3 Wochen mehr Wärme in den Füßen, weniger Schwellungen, mehr Leichtigkeit beim Gehen.
Wo steckt Vitamin E drin? Mandeln, Avocados, Sonnenblumenkerne und besonders Weizenkeimöl. Ein Esslöffel täglich wichtig zu verstehen. Blut ist Leben. Und wenn es frei durch deinen Körper fließt, dann fließt auch deine Bewegung mit Leichtigkeit. Du gehst, stehst, bewegst dich, ohne darüber nachzudenken, wie viele Systeme dabei mitwirken. Muskeln, Knochen, Gefäße, Nerven, alles arbeitet zusammen und alles braucht Nahrung. Diese 6 Vitamine sind kein Wundermittel. Sie machen dich nicht wieder 20. Aber sie geben dir etwas, das viel wertvoller ist. Stabilität, Ausdauer, Bewegungsfreiheit und die Gewissheit, dass du für dich sorgst. Vitamin D, Kraft für Muskeln und Stabilität der Knochen. Vitamin B12, Energie und Koordination. Vitamin C, Gelenkgesundheit und Regeneration. Vitamin K2, richtige Calciumverteilung. Magnesium, Entspannung und Schutz vor Krämpfen. Vitamin E, Durchblutung und Leichtigkeit. Was kannst du tun? Wähle einfache Gewohnheiten. Ein Löffel Öl, eine Handvoll Kerne, mehr Grünes auf dem Teller und ein paar Sonnenstrahlen pro Tag. Das ist keine Diät. Das ist ein Lebensstil. Einer, in dem du jeden Tag einen Schritt machst. Nicht in die Erschöpfung, sondern in die Kraft. Eine Frage: Wann hast du das letzte Mal gespürt, dass deine Beine dir Halt geben, statt Sorgen? Wenn es lange her ist, vielleicht ist heute der Tag, um neu zu beginnen. Mit einem Löffel, mit einem Schritt, mit einem ehrlichen Ja zu dir selbst. Danke, dass Sie sich dieses Video bis zum Ende angesehen haben. Wenn es Ihnen geholfen hat, neue Perspektiven zu gewinnen, zum Nachdenken angeregt hat oder einfach innerlich berührt hat, teilen Sie es gern mit einem Menschen, der Ihnen am Herzen liegt. Und wenn Sie mehr Inhalte wie diese sehen möchten, hinterlassen Sie ein Gefällt mir, einen Kommentar und abonnieren Sie den Kanal. Ihre Unterstützung hilft uns zu wachsen und Videos zu gestalten, die wirklich etwas bewirken. Schreiben Sie in die Kommentare, welcher Gedanke aus diesem Video war für Sie besonders bedeutend. Sie haben noch Zeit. Zeit, um zu wachsen, Zeit, um sich zu verbinden, Zeit, um bewusst, klar und würdevoll zu leben.